herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode des Abenteuers Protos und Bellerophon aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Und in der dritten Episode dieses Abenteuers gründen wir unsere erste und auch einzige Kolonie, nämlich Hereum. Fast alle haben die Ruinen von Hereum verlassen. Alle, bis auf eine Bewohnerin, die in der ganzen Welt für ihre einzigartige Frisur berühmt ist. Naja, das wird wahrscheinlich Medusa sein. Ja, und eigentlich ist es keine Kolonie, die wir hier gründen, sondern wir haben in der letzten Episode ja die Städte Midea, Tyrns und Hereum für Protos zurückerobert. Ja, und Hereum wurde komplett zerstört. Nun sollen wir sie wieder aufbauen und dann schauen wir mal, was man uns dazu zu berichten hat. Als Protos um eine Gefälligkeit bat und Heras Rolle erwähnte, hätte dir klar sein müssen, dass du hierher nach Hereum kommen würdest, um die Stadt der Göttin neu aufzubauen und ihr ein Heiligtum zu weihen. Wenigstens gibt es in Hereum ausreichend Vorräte an Marmor und Holz für die Konstruktion des Bauwerks. Aber wie es steht, so ist in Griechenland, alles hat seine Schattenseiten. Die tödliche Medusa hat sich hier niedergelassen und wird Ärger machen. Perseus, der sagenhafte Held, hat sich glücklicherweise bereit erklärt, sich um das Monster mit den Schlangenhaaren zu kümmern, sofern du ihm eine angemessene Behausung mit seinen liebsten Dingen erbaust. Diese Kolonie-Episode trägt den Namen Die Gefälligkeit. Ja, und die Gefälligkeit ist, dass wir für Protos die Stadt Hereum wieder aufbauen, die ja der Göttin Hera geweiht ist. Deswegen ist auch ein Ziel, ihr ein Heiligtum zu bauen. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir das erste Mal ein Heiligtum für Hera bauen werden. Allerdings müssen wir auch ein Ungeheuer niederstrecken, nämlich die Medusa. Ja, und bei der Medusa müssen wir den Helden Perseus rufen. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns da noch so alles erwartet. Ja, und wir gehen mal direkt dorthin, wo wir Hereum wieder aufbauen sollen. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht wieder die Minimap an. Ja, wir haben hier im Nordosten einen Fluss, der sich hier so gabelt und dann halt hier Richtung, was ist es? Nordwesten fließt. Okay, der wird aber relativ klein hier wieder werden, also schiffbar ist der jetzt nicht hier. So, dann sehe ich hier schon im Nordwesten ein großes Bronzevorkommen. Hier haben wir Wildschweine. Okay, gehen wir mal runter Richtung Süden. Haben wir hier so ein Plateau, was die Karte hier so ein bisschen unterteilt. Okay. Fruchtbares Land habe ich noch nicht gefunden, allerdings hier haben wir einen Steinbruch. Okay, wir haben also 2 Marmorvorkommen hier, auch wieder relativ viel Wild, welches wir hier entsprechend jagen können. Oh ja, das ist doch recht viel, aber fruchtbares Land habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Gucken wir nochmal hier oben. Doch hier ist etwas fruchtbares Land. Schwer zu erkennen, aber hier können wir auch entsprechend Landwirtschaft betreiben oder auch Viehzucht. Ja, doch eine recht große Karte, das muss ich sagen. Das ist gar nicht so schlecht hier. Okay, ja, dann schauen wir mal, was wir bauen und produzieren können. Ja, wir können in Hereum auch gehobene Wohnungen aufbauen. Bei der Landwirtschaft haben wir leider keine Farmen und auch keine Plantagen. Allerdings können wir hier Fleisch produzieren, indem wir Viehhöfe betreiben. Ja, und bei Land und Meer haben wir den Jagdhof. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Sägemühle, die Steinmetzwerkstatt und die Gießerei. Ja, und wir können Skulpturen, Olivenöl und Wein produzieren. Gut, hier ist alles, was wir brauchen. Jawohl. Ja, und bei der Kultur können wir kein Stadion bauen. Okay. Ja, bei der Mythologie haben wir folgende Heiligtümer. Die Hochburg des Zeus, die Zuflucht des Hermes und den Obstgarten der Hera. Gut, das Heiligtum der Hera müssen wir ja bauen. Und ich befürchte stark, dass wir die anderen beiden Heiligtümer auch bauen müssen, weil
Perseus eigentlich immer 2 Tempelanlagen braucht, damit er überhaupt in unsere Stadt kommt. Okay. Das sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Gut, beim Militär können wir unsere Stadt komplett entsprechend befestigen. Ja, und wir haben bei den Militärwerkstätten auch nur die Waffenschmiede. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen, Gott sei Dank, die Allee und auch die Prachtstraße und jede Menge Erholungsgebiete, um unsere Stadt zu verschönern. Gut, gehen wir nochmal auf die Weltkarte. Ja, Hereum ist hier und wir haben folgende Handelspartner. Antissa kauft Holz und Oliven und verkauft uns Bronze. Dann haben wir unsere Heimatstadt Lykia. Kauft Bronze, verkauft uns Holz, Trauben und Oliven. Anafe ist unser Verbündeter, aber leider kein Handel, den wir hier betreiben können. Midea ist unser Vasall. Wir kriegen 6 Krüge Olivenöl jährlich als Tribut. Kauft bei uns Fleisch und verkauft uns Olivenöl. Turns ist unser Vasall. Wir kriegen 8 Stränge Wolle jährlich als Tribut. Kauft Rüstungen und verkauft uns Fisch, Trauben und Wolle. Ja, und das war es auch schon mit den Handelspartnern. Wir haben nur noch Rivalen, nämlich Argos, produziert Fisch und Orangen. Korinth produziert Weizen und Wein. Themiskria braucht Marmor und produziert Fleisch. Solimi braucht Holz und produziert Bronze. Und der Berg Olympus ist ein Ort, der noch nicht entsprechend entdeckt worden ist. Ja, dann haben wir noch Dikte und Itanus, frühere Städte, die durch die Chimäre zerstört worden sind. Gut. Ja, wir können Rüstungen verkaufen, Bronze können wir verkaufen. Ja, das sind eigentlich schon ganz gute Exportprodukte. Und wir können für unsere Heiligtümer alles selber produzieren. Das ist schon mal super. Okay, was ist jetzt der Plan? Wir haben hier die größte zusammenhängende Landmasse. Allerdings müssen wir wahrscheinlich 3 Heiligtümer bauen. Von daher würde ich mal diesen Platz hier tatsächlich für unsere Heiligtümer reservieren. Hier am Immigrationspunkt haben wir auch eine schöne große Fläche. Und hier werde ich das Wohngebiet aufbauen für die Arbeiter. Wir können dann hier an dem Fluss unsere Piere aufbauen, Handel betreiben, produzieren und dann nach und nach unsere Heiligtümer aufbauen. Klingt nach einem guten Plan. Ob es tatsächlich einer ist, werden wir nachher sehen. Wir beginnen jetzt und bauen unser erstes Wohngebiet auf. Wir haben jetzt hier unser Wohngebiet für die Arbeiter vorkonzipiert, direkt hier am Immigrationspunkt. Wie ich ja gesagt habe, habe den auch schon hier mit dem Stadtgebiet angeschlossen. Ja, die Agora haben wir schon gebaut. Wir machen jetzt noch entsprechend Verschönerungen, und zwar die Alleen. Ja, komm, bauen wir sie hier einmal hier so rum. Wobei, hier kommt ja die Klinik hin, die baue ich mal direkt. Die bauen wir so. Und dann können wir das Stückchen Allee hier noch bauen. Ja. Gut, dann brauchen wir natürlich wieder den Architekten und den Brunnen. Okay, und dann können wir das hier schon parzellieren. Das müsste jetzt sehr schön passen. Wunderbar. Passt das hier. So, und dann können wir schon diese Seite hier so ein bisschen hier parzellieren. Hier können wir jetzt die Allee wegnehmen. Hier kommt später das Theater hin. Passt hier wunderbar rein. Dann können hier noch entsprechend Parzellen hin. Hier kommt das Gymnasium hin. Dann können wir natürlich auch noch diese Seite hier parzellieren. Das passt nämlich auch. Alles wunderbar. Gut, dann Pausenmodus aufheben. Wieder bei Gewerbe schnell die Prioritäten bei der Gesundheit und der Sicherheit auf hochstellen. Naja, und unsere Bürger haben es ja jetzt nicht sehr weit. Ja, ich weiß.
Konnten wir jetzt eigentlich auch Holz verkaufen? Ja, natürlich können wir Holz bei Antissa verkaufen. Okay, dann gucke ich nochmal eben. Medea kauft Fleisch, könnten wir auch verkaufen, aber Tirns kauft die Rüstung. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und unsere Heimatstadt würde auch die Bronze kaufen. Marmor kauft, glaube ich, gar keiner. Da brauchen wir eigentlich nur für unsere Heiligtümer entsprechend zu produzieren. So, da kommen sie, sehr schön. Ja, die Nahrungsmittelproduktion ist ja jetzt kein Problem, wenn ich jetzt mal hier so schaue. Ich habe die Klinik ein bisschen weit hier runtergesetzt. Ne? Muss ich jetzt so bauen, sonst geht unser Arzt nämlich nachher einen anderen Weg. Ach ja, komm, dann machen wir das auch so. Mich ärgert sowas ja immer, wenn das nicht so schön symmetrisch ist. So, ja, Tirns zahlt Tribut und auch Medea können wir nicht annehmen, haben leider noch keine Warenlager. Okay, gut. So, das machen wir jetzt so. Dann sieht das auch ganz gut aus. Ja, wir beginnen schon mal und bauen. Natürlich das Silo, das kann hier hin und wir bauen jetzt 2 Warenlager auf, wie immer. So, dieses Warenlager hier wird Wolle annehmen und dieses Warenlager wird das Olivenöl annehmen. So, ja, dann bauen wir das doch so hier. Nee, Moment. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Machen wir es doch so. Gut. Und wir haben schon 100 Personen in Hereum. So, das kann jetzt hier weg. Dann haben wir jetzt hier noch Platz für Gewerbe und vor allem brauchen wir hier natürlich unseren Architekten. Der kann jetzt hier hin oder hier direkt hin. Dann bauen wir ihn hier hin. Sperren natürlich nicht vergessen. Na, was ist hier los? So, und dann bauen wir schon mal 2 Jagdhöfe hier auf. Geld genug haben wir aus der letzten Episode hier mitgenommen. Ja, Wild haben wir wirklich jede Menge hier. Und unsere Jäger haben es auch nicht so weit. So, oh, jede Menge Arbeitslose. Okay, dann sollten wir anfangen, etwas Holz zu produzieren. Dafür brauche ich nochmal ein Warenlager, was ich hier hinbaue. Dieses Warenlager wird Holz annehmen. Und dann bauen wir mal... Na, ich würde sagen, wir bauen 2 Sägemühlen. Die bauen wir hier auf. Hier können wir noch nachher einen Jagdhof bauen. So, dann sollten wir jetzt mal die Verbindung zu der anderen Seite hier vom Fluss herstellen. Wenn wir jetzt diesen Weg hier weiterziehen, wo kommen wir da aus? Können wir hier eine Brücke bauen? Das wäre natürlich schön. Dann haben wir eine tolle Achse. Ja, das geht. Oh, wie schön. So, ups. Okay, hier können wir Piere bauen. Wir brauchen ja, wenn wir jetzt Holz verkaufen wollen, das Pier von Antissa. Das können wir hier hinbauen. Können wir das noch ein bisschen näher hier ransetzen? Jawohl. Das geht. Okay. Ach, da könnten wir hier später eine Prachtstraße bauen, oder? Finde ich ja gut. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Passt denn hier auch noch ein Pier hin? Oh ja, wie schön. Bauen wir direkt auch auf.
Dann gehen wir hier wieder zurück. So, dann können wir nämlich hier ein großes Gewerbegebiet aufbauen. Architekt für unsere Piere kommt hier hin. Und die Sperre natürlich nicht vergessen. So, wir können jetzt hier Holz verkaufen. Ach je, das ist ja nicht sehr viel, was wir hier verkaufen können. Egal. So, und hier können wir Bronze verkaufen. Und hier können wir auch Oliven einkaufen. Dann können wir Olivenöl auch selber herstellen. Wir können auch Wein herstellen, den aber keiner braucht. Okay. So, jetzt brauchen wir wieder jede Menge Arbeiter. Dann Zeit für den Lebensmittelhändler. So, Wolle und Olivenöl kriegen wir gleich ja noch als Tribut. Aber wir lassen jetzt erstmal hier das entsprechend sich entwickeln. So, unser Gewerbegebiet. So groß brauchen wir das allerdings jetzt nicht, ne? Ja, Tirns und Midea haben wir noch die Handelsposten. Die könnten wir hier hinbauen, ne? Ach nee, Moment, wenn ich meine Prachtstraße baue, baue ich das aber so, ne? Aber Midea brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Mal zurück. Aber Tirns für unsere Waffen. So. Okay, dann bauen wir das so. Und dann würde ich jetzt hier die Wer mich, Steinmetzwerk... den großen Zeus, anbetet, den mache ich zum Gebieter über alles, was hier sichtbar ist. Ja, Zeus, das glauben wir dir. So, hier ist der Steinbruch. Ja, das ist doch schon ein bisschen weit weg, ne? Dann führen wir mal die Straße hier so entlang. So, dann würde ich jetzt tatsächlich mal hier die Steinmetzwerkstätten bauen. 3 Stück. Ja, dann können wir das aber auch hier auch wieder schließen, ne? Ja. Hier sollten wir jetzt auch keine Sperren vergessen. Oh ja, jede Menge Menschen, die in unsere Stadt einwandern. Ja komm, dann bauen wir noch schnell hier einen Jagdhof noch auf. So, von wem kriegen wir jetzt nochmal die Wolle? Von Tirns. So, das ist schon mal gut. Dann kaufen wir doch schon mal 6 Stränge Wolle ein. Wir kriegen ja nachher noch Wolle. Das Tribut. Ja, wir haben mittlerweile schon 500 Personen in Hereum. Die Medusa wird ihnen zeigen, was geschieht, wenn sie Mutter Natur zum Narren halten. Wie angekündigt und wie auch befürchtet, die Medusa wurde von Demeter losgehetzt. Die Medusa wird ihnen zeigen, was geschieht, wenn sie Mutter Natur zum Narren halten. Meine Freundin mit den Schlangenhaaren wird es ihnen schwer machen, ihre Bürger zu ernähren. Sie verräterischer Sterblicher. Endlich hat sich jemand ein Herz gefasst, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Ach Manno, kann doch nichts dafür hier. Okay. Und Chimera bedroht Anafe. Okay, wir sollen helfen, das Ungeheuer in einem Monat zu besiegen. Wir können die Halle des Bellerophon bauen. Er kann gegen die Chimäre kämpfen. Naja gut, aber so schnell kriege ich jetzt aber nicht Bellerophon in meine Stadt.
Ja, neben Bellerophon können wir natürlich auch die Heldenhalle des Perseus bauen. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo die Medusa ist. Wo ist das? Ah, das ist hier auf diesem langgezogenen Plateau. Unsere Stadt ist hier. Okay. Und wir müssen hier zu unserem Bronze vorkommen. Okay, dann haben wir nochmal Glück gehabt. Allerdings können wir nicht hier das fruchtbare Land nutzen, aber auch nicht hier die großen Wildbestände. Da muss man nämlich hier entlang und da wartet dann die Medusa auf uns. Gut, wir verkaufen unser erstes Holz, mal ganz abgesehen davon. Und ja, die Chimera bedroht weiterhin Anafe. Ich kann da jetzt leider nicht zu. Damit wird Anafe wohl auch zerstört werden. Aber wie gesagt, gehandelt haben die ja mit uns ja jetzt nicht so. Okay, wir werden jetzt unseren Bürgern mal etwas Kultur angedeihen lassen, indem wir hier das Gymnasium bauen. Mit dem nächsten Bevölkerungsschub werden wir mal anfangen, unsere Bronze zu produzieren. Dann produzieren wir schon mal Skulpturen für unser Heiligtum und wir werden entsprechend Rüstung produzieren, die wir dann verkaufen können. So, vorerst baue ich aber meinen Stadtpalast und natürlich die Heldenhalle des Perseus. So, die Heldenhalle des Perseus kann hier hin. Hier so, dann können wir noch ein bisschen verschönern. Ja, komm, machen wir das mal hier. Was braucht Perseus jetzt? Ja, wie ich befürchtet habe, das Heiligtum des Hermes und das Heiligtum des Zeus. Wunderbar, wir können auch noch das Heiligtum des Zeus errichten. 16 Stränge Wolle und 6 Skulpturen werden benötigt. Ja, und die 3000 Drachmen haben wir schon in unserer Stadtkasse. Ja, eine bautätige Episode steht an. Da werden wir nachher mal hier die Produktion unserer Baustoffe mal ein bisschen vorantreiben. Vielleicht noch ein bisschen mehr Holz produzieren und vor allem noch Marmor und auch Bronze. Damit fangen wir jetzt gleich an. Ja, Anafe schätzt uns weniger, das war mir klar. Und Anafe ist auch zerstört. Bin ich jetzt nicht ganz so schockiert. So, Arbeitsmarkt, wie sieht der aus? Wir haben Arbeitslose. Ich möchte als erstes allerdings meinen Stadtpalast bauen. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Verschönerung hier, auf jeden Fall. So, und dann kommt er direkt hier hin. So. Kriegen wir hier ein Heiligtum noch hin? Nämlich das Heiligtum von Hermes. Das könnte noch hier hinpassen. Ich gucke mal eben. Ja. Passt. Leider kann ich dann nicht drumherum bauen. Das ist schade. Was ich ja eigentlich immer gerne mache, ne? Und das sieht aber allerdings auch nicht aus. Geht auch gar nicht. Also hier kann ich es bauen. Okay, das würde jetzt passen. Ja, gut. Wir brauchen hier auch noch entsprechend einen Architekten. So, und wir haben schon Marmor hier in unseren Steinmetzwerkstätten, allerdings noch kein Lagerhaus dafür. Das sollten wir jetzt mal hier einstellen, nämlich so. Für Marmor. So, oh ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir bauen nochmal hier einen Architekten auf, nämlich so. Bauen hier die Straße runter, so. Dann können wir noch hier entsprechend eine Steinmetzwerkstatt bauen. So, jetzt können wir unsere Tribute annehmen, das ist sehr schön.
So, ja, dann können wir das jetzt hier auch entsprechend mal umstellen. 12 reicht hier voll und ganz und dann können wir hier auch schon entsprechend den Wollhändler aufbauen. Das läuft ja im Moment ganz gut, solange hier Medusa nicht in unsere Stadt kommt. Ja, und sie ist immer noch hier beschäftigt. Eventuelle Jäger oder auch Händler in Stein zu verwandeln. Wir werden aber jetzt mal hier diese Straße weiterführen. So, wir sollten nicht zu nah an ihr hier den Weg führen. So, das ist glaube ich gar nicht schlecht. Ja, es ist immer noch ziemlich nah dran hier, das muss ich sagen. Okay, wir wagen es mal. Dann kommen wir jetzt hier auf die andere Seite. So, hier ist unser Bronzevorkommen. Dann baue ich das mal. Oh, wie bauen wir das jetzt mal? Das ist echt weit weg, ne? Egal. So, dann bauen wir jetzt hier die Gießereien mal auf. 3 Stück. Bauen jetzt hier. Nee. Hier das Warenlager für die Bronze auf. Auch hier wieder eine Sperre nicht vergessen. Dann geht das eigentlich ganz gut. Ja, wir brauchen Mitarbeiter, das weiß ich. Ja, und der Plan ist dann, dass wir die Skulpturen können wir hier produzieren. Und die Waffen würde ich gerne hier produzieren. Der Weg ist natürlich sehr weit, aber kriegen wir schon irgendwie hin, oder? So, wie viel Marmor haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 9 Marmorplatten. Kann ich schon das Heiligtum für Hermes bauen? Ja, das können wir. So, dann platzieren wir das doch mal. Königin Hera, dann müsst ihr meinen Ehemann nie wieder fürchten. Ja, da hast du recht, Hera. Das wäre gar nicht schlecht, ne? Oh, 1000 Einwohner schon in Hereum. Zuflucht des Hermes. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist. Hier, komm. Jäger, nimm mal dieses Wildschwein hier, bitte. Danke. Geht mal aus meinem Baufeld raus. Dankeschön. So, ich hoffe, dass der jetzt richtig rum ist. So, dann bauen wir den Weg nur bis hierhin. So, dann würde ich nämlich hier nachher das Heiligtum der Hera hinbauen. So, dann können wir aber auch jetzt hier 2 Kunsthandwerkergilden bauen. So, und wir bauen ein Bildhaueratelier hier auf. Dann können hier auch Skulpturen angenommen werden. So 4 Stück. Und dann bauen wir hier weiter unsere Bronzeproduktion aus. Ja, der Weg ist jetzt nicht ganz so weit. Das passt eigentlich ganz gut. Das haben wir zufriedenstellend gemittelt. Oh, Medea bittet um Nahrung. 8 Kisten Nahrung. In 6 Monaten können wir losschicken. Okay, ja, Fleisch produzieren wir ja eigentlich jede Menge. Wir könnten natürlich auch noch später, das sollten wir auch machen, so 2 Viehhöfe bauen. Denn wenn unsere Heiligtümer in Betrieb sind, brauchen unsere Priester ja was zum Opfern. Und wenn wir keine Tiere haben, dann bedienen sie sich aus unserem Silo. Von daher wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, wir können natürlich jetzt auch schon Steuern erfassen. Ja, und eine kleine Olivenölproduktion können wir tatsächlich starten. Hier nur zur Versorgung unserer Stadt. Würde eher noch, glaube ich, ein bisschen mehr Holz produzieren wollen. Naja, hier ist aber noch genug Wald, finde ich. Bauen wir noch eine Sägemühle. Ja, mit der Rüstungsproduktion würde ich dann gerne auch mal anfangen, damit wir hier mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Unsere Stadtkasse ist ganz schön
gesunken. Ja, die Medusa bleibt Gott sei Dank hier in diesem Bereich. Da bin ich jetzt ganz froh. Ja, und wie es aussieht, haben wir das Heiligtum für Hermes richtig rumgebaut. Na ja, komm. Wir bauen die ersten 2 Waffenschmieden. Die baue ich hier auf. Dann können wir auch direkt schon hier entsprechend, na, wo ist es? Nein, ist mal hier, ne? Genau. Die Rüstung verkaufen. Warenlager dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Medea schätzt uns mehr. Das ist doch schön. So, wir müssen weiter unsere Stadt entwickeln. Ja. Ja, das nächste ist natürlich jetzt ein Podium zu bauen, das hier hinkommt. Und wir brauchen die Philosophenschule. Ja, unser Gewerbegebiet brauche ich jetzt hier nicht zu erweitern. Das können wir auch noch hierhin erweitern. Das heißt, wir können die Philosophenschule tatsächlich hierhin bauen. Aber ein bisschen Abstand lassen, weil ich möchte hier noch eine Prachtstraße bauen. Also so. Ja, und ihr seht, der Weg ist ziemlich weit, den wir unsere Karrenschieber hinlegen müssen, um jetzt die Waffenschmieden zu bedienen mit dem Rohstoff. Allerdings haben wir nachher das Heiligtum für Hermes und dann gehen unsere Karrenschieber mal ein bisschen schneller. Oh, die erste Skulptur ist auch schon fertig. Ja, mit dem nächsten Bevölkerungsschub bauen wir nochmal ein paar Gießereien auf. So, hier fehlt das Holz jetzt. Dann mal eben den Verkauf von Holz stoppen. Genau. Dann wird es auch direkt zur Baustelle gebracht. Verehrt mich und ich werde euer Leben versüßen. Unser Philosoph ist auch schon da. Unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Ein paar Verschönerungen. So, unsere Waffenschmieden haben jetzt Bronze. Sehr schön. Ja, die Medusa hat ein paar Opfer gefunden. Hier sehen wir versteinerte Jäger wahrscheinlich. Aber es ist schon mal gut. Sie bleibt an dieser Stelle. Ja, und wieder jede Menge neue Bürger in unserer Stadt. So, wir haben wieder ein paar Arbeitslose. Gießereien bauen. Oh, da habe ich mich verklickt. Ja, das ist doch gut. Haben wir sogar noch Arbeitslose. Das ist auch schön. So, da wird die erste Skulptur zum Heiligtum gebracht. Sehr schön. Und wir nehmen wieder unsere Tribute an. So, wir sind auch die ersten Rüstungen im Handelsposten von Tirns. Das ist sehr schön. Dann können wir das jetzt hier verkaufen. Ja, die überschüssige Bronze könnten wir natürlich bei Lykia verkaufen, aber ich glaube, das brauchen wir alles für unsere Skulpturen und Rüstungen. Ja, ich werde jetzt hier nachher eine Verbindung bauen. Ich wollte ja hier das Heiligtum für Hera aufbauen. Das ist doch größer, als ich dachte. Das passt so doch ganz gut hier hin. So, ja. Dann führen wir den Weg nämlich hier weiter. Passt das jetzt? Nein. So passt es jetzt.
Ja. Okay, dann können wir doch hier so rum. So, und dann würde ich jetzt tatsächlich, wenn das Heiligtum gleich fertig ist, hier schon mal einen Viehhof bauen. Der kann hier hin. Die Sperre kann hier hin. Und dann platzieren wir schon mal hier ein paar Rinder. So, und dann kann sich dann nachher hier die Priester sich wunderbar bedienen und lassen unser Silo in Ruhe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, ja, dann bauen wir hier noch ein bisschen Prachtstraße. Nämlich so. Wie schön, das gefällt mir. Ja, unsere Bürger möchten jetzt doch allmählich Olivenöl haben. Das können wir denen auch zur Verfügung stellen. Tirns wird angegriffen. Okay. Das ist jetzt doof. In 4 Monaten Truppen schicken. Kann ich? Nein. Ich kann gar nichts machen. Nein, ich kann keine Truppen zur Verfügung stellen. Ich dachte erst, ich könnte noch Triremen bauen. Oh, wie unangenehm. Gut, ja, da wird Tirns uns ja nicht mehr ganz so hold sein. Ich hoffe, sie wird nicht erobert. Das wäre natürlich sehr doof. So, ich war aber beim Olivenöl stehen geblieben, ne? Der Ölhändler kommt jetzt hier hin und dann müssen wir nachher eine kleine Olivenölproduktion mal starten. Ja, ich kann leider nicht helfen. Ich weiß gar nicht, was ich zur Verfügung stellen soll. Ich habe noch nicht mal einen Soldaten. Auch kein Held, kein gar nichts. Tut mir leid. So, das Holz können wir jetzt wieder verkaufen. Ja, es fehlt nur noch Skulptur und der Marmor für den Altar. So, da entwickelt sich unsere Wohngebäude weiter. Gut, dann starten wir eine kleine Olivenölproduktion. Wir kaufen hier die 12 Einheiten Oliven ein und dann bauen wir 2 Olivenpressen, das reicht. Und dann bauen wir hier ein Warenlager fürs Olivenöl. So, und hier können Oliven brauchen wir eigentlich nicht. Hier brauchen keine Oliven angenommen zu werden. Und hier wird das Olivenöl gefordert. Gut. So, da kommt die letzte Skulptur für unser Heiligtum für Hermes. Ja, Tirns schätzt uns weniger. Das tut uns sehr leid, aber Gott sei Dank ist es nicht erobert worden. Ja, dann werden wir mal gucken, dass wir denen nachher mal ein kleines Geschenk machen. So, unsere Oliven werden eingekauft. Das Holz kann wieder verkauft werden. Die letzten Ladungen Marmor kommen zum Heiligtum. Ja, und somit haben wir das erste Heiligtum fertiggestellt. Wir werden jetzt als nächstes das Heiligtum für Hera bauen und ganz zum Schluss uns dann mit Zeus beschäftigen. Wie gesagt, die Medusa ist keine Bedrohung für unsere Stadt, von daher können wir jetzt ein bisschen warten. Was brauchen wir denn für das Heiligtum der Hera? 30 Marmorplatten. Okay, dann wollen wir noch ein bisschen warten.
Wir können allerdings noch eine Steinmetzwerkstatt bauen. Und ich werde euer Leben versüßen. Ja, wir haben auch schon die erste Bronze jetzt hier im Warenlager. Wir produzieren jetzt eigentlich gut Bronze und auch die erste Skulptur. Ich würde jetzt kein Bildhaueratelier noch bauen. Das dauert ja immer ein bisschen, bis wir hier entsprechend die Skulpturen benötigen. So, ich denke, wir haben genug Marmor für das Heiligtum der Hera. Das erste Mal, dass ich dieses Heiligtum baue. Mal gucken. Ah, das sieht ja spannend aus. Okay. Kunsthandwerkergilde haben wir ja hier. Arbeitsmarkt. Ja, haben wir ein paar Arbeitslose. Ja, wir müssen jetzt gleich mal gucken, ob wir noch eine Waffenschmiede bauen sollen. Da kommt jetzt gerade der Handelspartner von Tirns. Die haben jetzt 11 Einheiten gekauft. Wir haben Oktober, okay. Oh, Lykia schenkt Holz. 11 Holzbretter, ja, dankeschön. Ja, wie gesagt, wir brauchen keine weitere Waffenschmiede zu bauen. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Dann könnten wir doch ein bisschen Bronze vielleicht verkaufen. Interessanter ist jetzt eher, was wir hier für das Heiligtum der Hera brauchen. 88 Marmorplatten, 20 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Okay, gut. Naja, das dauert ja noch ein bisschen. Ja, und ich denke mal, dass hier in diesen freien Feldern dann Orangenbäume gepflanzt werden können. Ja, es fährt dieser Ochsenkarren hier tatsächlich diesen langen Weg, um hier das anzudienen. Das machen wir mal ein bisschen anders, ne? Das muss ja jetzt nun wirklich nicht sein. Und zwar machen wir das dann so. Dann nehmen wir das auch weg. Und dann können wir nämlich das hier irgendwie andienen. Man muss ja nicht diesen ganzen Weg hier rumgehen. So, wie sieht die Nahrungsversorgung aus? Zu wenig. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, dann machen wir Folgendes. Wir bauen hier noch ein Silo auf. Oh, wir kriegen wieder unsere Tribute. Danke. So, wir bauen hier noch ein Silo auf. Hier. Die Sperre setzen wir jetzt dann so hier hin. Und dann bauen wir noch einen Viehhof auf. Hier. So, noch ein paar Rinder. Gut, jetzt brauchen wir Arbeiter. Ja, und ihr seht, allmählich sammelt sich jetzt hier die Bronze an. Wir produzieren also jetzt mehr als genug. Ich würde jetzt noch kein zweites Bildhaueratelier bauen wollen. Allerdings könnten wir ein bisschen Bronze verkaufen. Das ist ja auch nicht viel, was wir hier entsprechend verkaufen können. So, 6 Einheiten. So, wir brauchen wieder Mitarbeiter. Ja, 5. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber später, wenn wir hier die Heiligtümer in Betrieb nehmen, müssen wir dieses Wohngebiet hier noch weiterentwickeln. Das werden wir machen, indem wir jetzt das Theater bauen. Das passt nämlich hier hin. Oh, schade. Wegen meiner schönen Prachtstraße funktioniert das jetzt nicht. Das habe ich ein bisschen doof gebaut. Da passt es jetzt nicht hin. Nee, dann müssen wir das so bauen. Dann müssen wir das ein bisschen umbauen hier. Das macht aber nichts. Oh. Das war jetzt auch nicht richtig, was ich hier gemacht habe. Ah, Manno. Also nochmal Theater bauen. So. Und dann müssen wir die Straße hier hinbauen. So. Ja, das mit der Prachtstraße, das war nichts. Ein Satz mit X. So, und dann bauen wir das doch so. Könnte ich die Brücke auch noch versetzen? Und zwar hier hin? Ne, hier geht es nicht. Okay. Na,
Das ist jetzt auch nicht so furchtbar schlimm. So. Und dann muss man einfach noch mal ein bisschen korrigieren. Das braucht man allerdings auch nicht so zu bauen. Das bauen wir dann so. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Okay, dann bauen wir jetzt hier natürlich die Schauspielschule. Die wollte ich hier hinbauen. Ja, das war wirklich schade. Es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte, aber ja komm. Man hat jetzt ja keinen Schönheitswettbewerb. So. Ah, doch, schon ein bisschen, ne? Also, wenn ich jetzt hier meine Säulenreihe baue, wenigstens etwas. Oh, Lykia schenkt Marmor. 8 Marmorplatten, vielen Dank. So, die Verbindung sollten wir jetzt hier bitte aufbauen, damit die Schauspieler auch zu unserem Theater können. Ja, eine interessante Form hat hier das Heiligtum der Hera. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, ich war ja noch hier stehen geblieben. Also dieses Silo nimmt jetzt das Fleisch an. Dementsprechend müssen wir natürlich hier das einstellen, dass Fleisch geholt wird. So, und hier können wir nachher auch noch Orangen annehmen. Das brauchen wir natürlich hier jetzt nicht unbedingt. So, hier entwickeln sich unsere Wohngebäude jetzt weiter, wo sie jetzt ein Theater haben. Ja, das ist auch ganz gut, dass wir es noch nicht verschönert haben. Das können wir jetzt so ein bisschen steuern hier. Türms wird wütend. Ah, ja, ist ja gut. So, du kriegst von uns jetzt Geld. Großes Geschenk Geld, bitteschön. Ja, wir haben echt wenig Handelspartner hier, das muss man wirklich sagen. Ich würde ja gerne mal Marmor verkaufen. Das wäre noch was. Oder Skulpturen. Ja, und da sehen wir schon einen Priester, wie er sich jetzt hier von unseren Rindern sich entsprechend ein Opfertier holt. Ein Kälbchen. Oh, mittlerweile schon 2000 Einwohner in Hereum. Naja, da macht er sich auf den Weg jetzt. Ja, und die ersten schlachtreifen Tiere werden zum Viehhof gebracht. Ja, und Tyrns dankt für das Geld. Bitteschön. Ich hoffe, du bist jetzt nicht mehr sauer. Ja, unser Kälbchen ist schon geopfert worden. Und an unserer Baustelle für das Heiligtum der Hera wird kräftig gearbeitet. Ja, das sieht aber eigentlich alles ganz gut aus. Läuft. Solange die Medusa uns in Ruhe lässt. So, wir haben wieder Arbeitsdauer. Wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen was an Arbeitskräfte für das Heiligtum. Allerdings brauchen wir definitiv noch ein zweites Warenlager für Marmor. Weil wenn wir nachher das Heiligtum für Zeus bauen wollen, brauchen wir ja doch ein bisschen mehr als ein Warenlager voll. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, Gott sei Dank haben wir Hermes, der dafür sorgt, dass 10 Kisten Nahrung für Tyrn zur Verfügung steht. Vielen Dank. So, und wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, Wolle können wir jetzt gar nicht mehr annehmen. Olivenöl haben wir. Ja, dann kaufen wir jetzt mal keine Wolle ein.
Und dann werden wir hier das Warenlager mal auf Maximum stellen. So, jetzt schätzt uns Turns auch wieder mehr. Na wunderbar, wie sieht es denn überhaupt aus? Engagiert, das ist doch nett. Das gleiche gilt auch für unseren Vasallen Midea. Und auch Antissa ist erfreut. Ist doch schön, oder? Und unsere Heimatstadt Lykia ist treu. So, wir verschönern mal einen Teil unseres Wohngebietes. So, ich hoffe, das reicht hier. Ja, das reicht. Sehr schön. Weil dann würde ich jetzt noch hier 2 Steinmetzwerkstätten bauen, dann haben wir genug Marmor, den wir produzieren, gleich für das Heiligtum des Zeus. Ja, und das Tempelgebäude wächst und wächst und wir kriegen von Midea 1404 Drachmen geschenkt. Das ist aber nett. Naja, also nötig haben wir es jetzt nicht unbedingt, aber warum nicht? Die Medusa verwandelt gerade wieder unsere Jäger zu Stein. Ja, der eine hat Glück gehabt. Ja, sehr nett, dass die Medusa tatsächlich hier auf diesen Bereich sich beschränkt. Ja, und wieder jede Menge Marmor für unser Heiligtum. Ja, sehr schön. Damit ist auch das Tempelgebäude des Heiligtums für Hera fertiggestellt. Jetzt kommen Marmor oder Skulpturen, das weiß ich jetzt nicht ganz. Ah ja, da wird wohl die große Statue der Hera jetzt entsprechend aufgebaut. Da fehlt uns jetzt ein bisschen Marmor. Ach nee, da kommt ja schon die erste Marmorladung. Gut. Und von der anderen Seite kommt die erste Skulptur. Ja, das sieht auch schon richtig gut aus hier. Brauchen auch jetzt nicht mehr viel, nämlich nur noch 4 Marmorplatten und 3 Skulpturen. Ja, und da kommt die letzte Ladung Marmor für unser Heiligtum. Sehr schön. Ja, und fertiggestellt. Und dann haben wir jetzt hier unsere Orangenbäume. Sehr schön. So, den Weg können wir jetzt tatsächlich so bauen. So, und bei der Landwirtschaft haben wir natürlich jetzt bei den Plantagen die Orangenplantage, damit wir überhaupt hier unsere Orangen auch kultivieren können. Wo bauen wir die hin? Die bauen wir hier hin. Dann brauchen wir allerdings hier auch noch einen Architekten. So, ja, das ist mir klar. So, dann produzieren wir jetzt noch ein bisschen Orangen für unsere Bevölkerung. Ja, das wäre auch nicht schlecht, wenn ich hier sehe, was wir in unserem Silo haben. Das ist nicht viel. So, ja, dann verschönern wir jetzt den Rest unserer Stadt noch. Hier können wieder Säulen hin. Ja, und hier können wir natürlich auch noch ein bisschen was an Parkanlagen bauen. So, und damit ist jetzt hier unser Wohngebiet komplett entwickelt. Das heißt aber auch, dass wir jetzt natürlich mit den noch einwandernden Bürgern
mit dem Arbeitspotenzial auskommen müssen. Aber ich denke mir, wir produzieren wirklich alles in Hülle und Fülle. Marmor produzieren wir jetzt auch relativ viel. Ja, Olivenöl ist ein bisschen viel, was wir hier produzieren. Ich hoffe, vielleicht verkaufen wir das gleich nochmal irgendwie. So, die beiden Kunsthandwerkergilden reiße ich jetzt hier ab. Die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Hier können wir noch ein paar Denkmäler bauen. Und zwar würde ich gerne hier ein Denkmal bauen. Und zwar so. Und später dann hier auch. Was heißt später? Können wir auch jetzt bauen. Das sieht doch schick aus, oder? So, dann kümmern wir uns noch um die Hochburg des Zeus, die wir ja für Perseus bauen müssen. So, mal hier entsprechend das auch erweitern. Ja, hier habe ich jetzt noch Platz. Gucken wir mal, wie wir die bauen können. So können wir sie definitiv nicht bauen. Wenn, müssen wir sie drehen. Ne? So. Oh. Hier kann ich sie bauen. Oh, okay. Aha. Hier ist Kartenende. Okay. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, und Korinth fordert Drachmen. Das ist aber nicht nett, lieber Hermes, dass du einem Rivalen von uns Geld gibst. 3500 Drachmen. Na gut. So, was ist jetzt hier? Wie weit kann ich das hier rüber bauen? Oh, Jahresanfang schon wieder. Okay. Also wir können es... Ach, die laufen mir alle hier durchs Baufeld. Also hier können wir es bauen. Hier können wir es auch bauen. Hier können wir es bauen. Ja. Mal gucken, wie weit wir rüberkommen können. Hier geht es nicht mehr. Also wenn hier. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen mehr an Marmorplatten, nämlich 48 Stück, wie ich eben schon gesagt habe. Man könnte es auch natürlich hier hinbauen. So. Dann müsste ich aber hier meine Rinderherden versetzen. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Und deswegen bauen wir das so. So, das sieht aber auch schon recht gut aus, was wir hier an Marmor jetzt mittlerweile in unseren Warenlagern haben. Was haben wir? 47. Naja, jetzt müsste es 48 sein. Jawohl. Gut, dann können wir jetzt das Heiligtum für Zeus platzieren. So, dann wollen wir das mal tun. So. Gut. Korinth schätzt uns mehr, das ist ja nett. Dann brauchen wir jetzt natürlich wieder die Kunsthandwerkergilden. Die baue ich jetzt hier auf. Da muss ich nur entsprechend... Ne, Sperre brauchen wir jetzt nicht zu versetzen. Da ist der Architekt und wir brauchen Mitarbeiter, ich weiß. So, den Handelsposten von Turns, den verschiebe ich nochmal. Dann können wir das hier ein bisschen schöner machen. Den setze ich nämlich jetzt so hier hin. Dann können wir es nämlich auch hier doppelt ausführen. So. Was brauchen wir an Mitarbeiter? 6. Ne, das ist jetzt kein großes Problem. Lykia schenkt uns 8 Marmorplatten. Vielen Dank. So, hier brauchen wir jetzt noch ein Warenlager, nämlich hier für Skulpturen. Okay, wir produzieren jetzt hier erstmal in Ruhe weiter unsere Skulpturen. Wie viel brauchen wir eigentlich jetzt für das Heiligtum von Zeus? 26 Skulpturen, das ist aber definitiv mehr als sonst bei der Hochburg des Zeus.
Okay, gut. Die 24 Ladungen Holz und die 131 Marmorplatten sind kein Problem für uns. Ja, wir brauchen 18 Mitarbeiter. Komm, das Lohnniveau können wir auf hoch stellen. Ja, und unser guter Perseus braucht ja die 16 Stränge Wolle noch, die 6 Skulpturen, das Heiligtum des Zeus. Wolle haben wir genug, da werden wir nachher natürlich welche noch einkaufen. Aber jetzt brauchen wir wirklich Zeit, um das Heiligtum für Zeus aufzubauen. Ja, ich werde, glaube ich, noch eine Kunsthandwerker-Gilde bauen hier. Ja, die kann dann hier hin. Dann geht das doch ein bisschen schneller, hoffentlich. Also Marmor genug haben wir. Schaut euch das an hier. Holz haben wir auch genug. Geht's mal jetzt los. Nahrungsmittel, da bin ich noch ein bisschen in Sorge. Aber nee, sieht soweit ganz gut aus. Ja, jede Menge Zeit ist jetzt hier vergangen. Die Bodenplatten für unser Heiligtum, für Zeus, sind alle verlegt worden. Das ging dann jetzt doch schneller, als ich dachte. Ja, und jetzt wird das Tempelgebäude entsprechend aufgebaut. Ihr seht aber, wir haben Baumaterial in Hülle und Fülle. Wir produzieren viel zu viel Marmor. Ja, und mittlerweile musste ich hier schon ein drittes Lagerhaus entsprechend bauen für die Skulpturen. Ja, und dann geht es jetzt weiter mit unserem Bau. Ja, bei einer entsprechenden Versorgung von Baumaterial kann man natürlich jede Menge Kunsthandwerkergilden bauen. Dann geht das mit dem Bau sehr, sehr schnell. Da sehen wir schon wieder, wie jede Menge Marmor geliefert wird. Und ihr seht, wie viele Opfertiere hier gerade wieder von unseren Priestern geholt wird. Da müssen wir jetzt wirklich immer ein bisschen drauf aufpassen. So, Holz kommt auch jede Menge. Oh Gott, wir kriegen nochmal Marmor von Lykia geschenkt. Okay, nehmen wir mal an. 5 Platten konnten wir annehmen. Ja, und da kommen wieder jede Menge Marmorlieferungen. Das Tempelgebäude wird jetzt gleich fertiggestellt werden. Ich glaube, wir nutzen die Chance und bauen doch noch ein Bildhaueratelier auf hier. Bronze haben wir genug. Arbeitskräfte reicht noch gerade. Ja. So, und da ist auch das Tempelgebäude fertiggestellt. Und jetzt werden nämlich jede Menge Skulpturen benötigt. Ja, und ich sehe gerade, dass auch die Stirnseite hier mit Skulpturen versehen wird. Das war ja vorher immer eigentlich eine geringere Zahl an Skulpturen. Das ist jetzt hier mal anders. Okay. So, das Warenlager können wir wieder abreißen. Oh, Hera segnet auch die Viehhöfe. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist interessant. Ja, mittlerweile haben wir schon fast alle Skulpturen für unser Heiligtum des Zeus aufgestellt. 2 Stück fehlen noch. Ja, und da kommt auch schon der Marmor für die großen Statuen des Zeus. Wir nähern uns allmählich dem Ende bzw. der Fertigstellung des Heiligtums. Aber wir brauchen ja noch 6 Skulpturen für unseren Perseus.
So, und da kommt die letzte Ladung Marmor. Wir können das Heiligtum für Zeus endlich fertigstellen. Perfekt. Unsere 3 Heiligtümer sind jetzt endlich soweit fertiggestellt. Wunderbar. Die Kunsthandwerkergilden können wir abreißen. Dann haben wir auch wieder ein paar mehr Bürger in unserer Stadt, die eine Arbeit brauchen. Nein, genau auf 0. Das ist doch super. So, natürlich müssen wir noch hier das alles verschönern. Das ist ja ganz klar, ne? So. Das können wir hier alles entsprechend so aufbauen. Ja, komm, dann machen wir jetzt alles das so. Dann kann die Sperre hier weg. Und die bauen wir dann hier auf. Ja, und hier können wir auch noch ein paar Verschönerungen durchführen. Nämlich so noch den Weg hier. Und dann können wir doch hier noch ein Denkmal hinsetzen, oder? So. Dann bauen wir hier noch rum Parkanlage. Fischdächer können wir, glaube ich, hier nicht mehr setzen. Ne? Nein, das geht nicht mehr. Aber Zierbäume. So. Und dann bauen wir das noch so. Passt das? Ah, schade, nicht mehr. Egal. Ja, so sieht das auch noch ganz nett aus, oder? So können wir es tatsächlich auch dann lassen. So, wir haben schon 3 Skulpturen. Wir brauchen noch weitere 3 für Perseus. Genau, wir haben nämlich alles andere für ihn. Ja, dann warten wir jetzt noch auf die letzten 3 Skulpturen und dann geht es der Medusa an den Kragen. Ja, und damit haben wir dann diese Episode erfolgreich abgeschlossen. Oh, ich sehe gerade überhaupt keine Rinder mehr da. Das sollten wir jetzt mal eben noch ändern. Gut. Mittlerweile haben wir die 6 Skulpturen für Perseus. Wir können das Gewerbe für die Skulpturen ausschalten. Damit können wir nichts anfangen. Da können wir lieber die Bronze verkaufen. Gut, ja, dann würde ich sagen, rufen wir Perseus. Sehr schön, das gefällt mir. Ja, und ihr seht, wir haben die Waren in Hülle und Fülle, Marmor, Olivenöl. Ja, wir kriegen sogar noch Tribute, die wir gar nicht mehr annehmen können. Es ist alles voll. Das sieht man doch gerne, oder? Eine schöne, kleine, kompakte Stadt hier. Hereum hier mit den 3 Heiligtümern. Ja, gefällt mir doch sehr gut. Dafür, dass diese Karte doch recht klein war, haben wir den Platz hier, glaube ich, optimal ausgenutzt. Naja, und dank, dass Medusa sich hier nur in diesem Bereich aufhielt, konnten wir unsere Stadt auch wirklich schön weiterentwickeln, ohne gestört zu werden. Ich bin Perseus, niemand kann mich aufhalten. Na wunderbar. Endlich ist er da. Zu seiner Heldenhalle hat das nicht weit. Da kommt er. Mit einer glänzenden Aura um ihn herum. So, wunderbar. Heldenhalle hat er erreicht und er macht sich auf den Weg zur Medusa. Ja, die hier weiterhin ihr Unwesen treibt. Allerdings wird es jetzt bald ein Ende damit haben. So, dann treffen sie jetzt aufeinander. Der Kampf beginnt.
Die Medusa ist niedergestreckt. Fanfaren erklingen. Alle Ziele sind entsprechend erledigt. Ja, und wir beenden diese Die Episode. Göttin Hera ist hoch erfreut über ihr neues Heiligtum und hat die Zyklopen, wie versprochen, überredet, Mauern um Tiryns zu bauen. Protus ist begeistert und dankbar für deine Hilfe. Er hat dir sogar die Ehre erwiesen, dich mit seinem Vater zu vergleichen. Mit dem Wiederaufbau von Hereum wurden die Wünsche des alten Abas nun buchstabengetreu erfüllt. Abas wäre stolz auf Protus gewesen, der sich ganz wie ein guter König verhalten hat. Deine Tochter berichtet, dass Protus einen wunderschönen jungen Mann bei sich aufgenommen hat, einen Sohn des Glaukos von Korinth. Der Mann hat versehentlich seinen Bruder getötet und Protus hat eingewilligt, ihm bei der Buße für seine Sünde zu helfen. Derweil spricht ganz Hereum von einem fantastischen Anblick, dessen man gewahr wurde. Als die Medusa getötet wurde, entsprang ihrem Leib ein wunderbares geflügeltes Pferd. Dabei wusste gar niemand, dass sie guter Hoffnung war. Dieses erstaunliche Pferd, Pegasus genannt, flog unverzüglich nach Korinth. Die Leute berichten, wo immer dieses Pferd sich niederließe, entspränge eine Quelle dem Boden. Nehmen die Wunder nie ein Ende? Ja, diese Kolonie-Episode haben wir erfolgreich abgeschlossen, Hereum wieder aufgebaut. Ja, und wir hörten noch die Geschichte, wie der Pegasus entstanden ist, nämlich aus dem Haupt von Medusa entsprungen, als diese entsprechend enthauptet wurde. Bei der nächsten Episode mit dem Titel Eine Frage der Etikette kehren wir zurück nach Lykia. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.